Hallo, ich bin Theo. Mein Name ist Gabi. Ich bin die Magdalena. Ich bin Simon. Ich heiße Salvik. Mein Name ist Christina. Ich bin die Magdalena. Ich habe mich schon, seit ich ein kleines Kind war, für Dinosaurier interessiert und finde auch heute noch es super spannend, wie sich die ganze Diversität des Lebens auf der Erde entwickelt hat. Weil in den STEOP-Veranstaltungen Anthropologie und dann später auch Evolution, ich glaube Bio 6, am faszinierendsten und am interessantesten für mich war. Weil ich an sehr vielen verschiedenen Themengebieten der Biologie interessiert bin und Ökologie ist einfach sehr breit gefächert. Weil meine große Liebe in der Biologie die Tiere sind. Weil es mir wichtig war, viel draußen unterwegs sein zu können. Weil es sehr viel Laborpraxis drinnen gibt und weil es mich im Endeffekt auch am meisten interessiert hat. Weil ich Zellen generell sehr spannend finde und weil ich schon immer verstehen wollte, was so auf der molekularen Ebene passiert. In einem typischen Semester habe ich einerseits Kurse, die spezifisch für meinen Schwerpunkt sind, also Paläobiologie, und dann auch noch Kurse aus den anderen Schwerpunkten, vor allem aus Ökologie und Zoologie und häufig auch noch ein bisschen aus den Erdwissenschaften. So ein typisches Semester besteht meistens aus mehreren Vorlesungen zu verschiedenen Themengebieten, also alles von Mikrobiologie, Ökophysiologie, Zoologie, Botanik, Naturschutz und auch einige Übungen. Das ist immer eigentlich meine Lieblingslehrveranstaltung im Jahr, die im Freiland oft auch stattfinden. Also das ist alles von Vegetationserhebungen oder zoologische Übungen. Der Schwerpunkt Botanik ist einer der Schwerpunkte mit den meisten Übungen. Das heißt auch sehr viel Anwesenheitspflicht, also schon recht zeitintensiv, aber dafür hat man dann noch sehr viel praktische Erfahrung. In den Modulen sind so 1 bis 3 Übungen und dazu immer eine begleitende Vorlesung. Und für mich besonders spannend ist die Übung, wo man die Familien der Samenpflanzen kennenlernt und mit dem Blütenmaterial auch praktisch arbeiten kann. Mein Semester schaut normalerweise so aus, dass ich zumindest eine Laborübung einplane, weil wir theoretisch schon sehr viele Laborübungen haben. Und die coolste Übung, fand ich, war die molekulare Biophysik, weil wir da zum Beispiel auch den Einstieg auch in das Programmieren in die Biologie bekommen, weil die Lehrenden auch ziemlich nett waren. Bei uns sind die Semester sehr abwechslungsreich. Ich würde sagen, wir haben einige Vorlesungen, andererseits auch ein paar Laborpraktika. Also ich schaue immer so darauf, dass ich im Semester mindestens eine Laborübung besuche, in der man dann lernt, wie man molekularbiologische Methoden selbst anwendet. Das kann zwar manchmal sehr stressig sein, aber das macht es auch sehr spannend. Das Beste an einem Semester ist, wenn man es schafft, in die osteologischen Übungen reinzukommen, damit man mit Skelettresten arbeiten darf, zu Analysen und dann ins Naturhistorische Museum geht und all die Geschlechtsbestimmungen, Sterbealtersbestimmungen machen darf selber. Dann kommt man sich sehr professionell vor. Im Bachelor haben mir am meisten Spaß gemacht eigentlich die Baupläne der Tiere, 1 und 2, zwei große Praktika, wo es nur um die Tieranatomie geht und man wirklich in die Tiefe gehen kann, was unterscheiden die einzelnen Tierstämme, wie sind die Tiere aufgebaut, wie entwickeln sie sich, wie funktionieren die verschiedensten Organsysteme. Man lernt einfach alle möglichen Dinge kennen, was die Tiere so ausmacht. Ich habe gelernt, die wichtigsten Gruppen des Lebens zu unterscheiden, teilweise auch schon sehr detailliert. Und zwar dabei sowohl heutige als auch fossile Gruppen. Aber ich habe auch sehr viel darüber gelernt, wie sich die Erde und das Leben auf der Erde entwickelt hat und auch noch heute weiterentwickelt. Der Schwerpunkt vermittelt einem sehr viel Wissen zu den Grundlagen der Hominidenevolution, Humanökologie, aber auch Life History des Menschen und Verhaltensbio sind sehr prävalent in dem Schwerpunkt. Und was mich sehr überrascht hat, ist, dass man sehr viel über statistisches Verfahren lernt und wie man systematisch Datenerhebung macht, von zum Beispiel Körperhöhen, wie man das dann verarbeitet und in statistischen Programmen wie vor allem SPSS berechnet und diese Daten verarbeitet, damit man Hypothesen prüfen kann. Ich habe sehr viel Basiswissen aufgebaut über verschiedene Konzepte in der Ökologie und ökosystemare Prozesse, also verschiedenste Ökosysteme, marine, limnische und terrestrische und auch praktisches Wissen, also zum Beispiel, wie man eine Vegetationserhebung macht oder wie man beim Bestimmen von Pflanzen und Tieren vorgeht. Also was ich gelernt habe, war auf jeden Fall, was mich am meisten eigentlich interessiert in diesem großen Feld der Zoologie, weil es da
so viele verschiedene Dinge gibt, die man lernen kann über Tiere und es einfach auch so ein breit aufgestelltes Studium ist, dass man da von allem einen guten Einblick bekommt und ich dann meine Liebe für die Taxonomie und die Freilandbiologie eigentlich durch die verschiedenen Freilandübungen gekriegt habe. Also ein großer Fokus ist auf der Arbeit mit verschiedenen Mikroskopen, aber man hat auch viele Exkursionen, viele Laborübungen. Also es ist ein sehr breit gefächerter Schwerpunkt und man kann in viele Teilbereiche hineinschnuppern. In dem Schwerpunkt Mikrobiologie und Genetik kann man sehr viele Methoden lernen, wie zum Beispiel die PCR, die zum Beispiel auch ein paar andere Leute kennen, die jetzt nicht in diesem Bereich unbedingt arbeiten, jetzt vor allem wegen Covid. Oder auch zum Beispiel auch Cloning oder verschiedene Methoden, wo man DNA auch trennen kann. Ich habe in meinem Bachelorstudium sehr viele unterschiedliche Methoden gelernt, die mir einerseits für mein anschließendes Masterstudium sehr viel weitergeholfen haben, andererseits für die Praxis in der Forschung sehr hilfreich waren. Man lernt also die Basics, zum Beispiel von wie man richtig Protokolle schreibt, wie man richtig im Labor arbeitet, bis hin zu die Grundlagen der molekularbiologischen Arbeit wie PCR, Molecular Cloning, aber auch die Grundlagen, wie man in der Zellkultur richtig arbeitet, was sehr cool ist.